Hi guys! Cool, dass ihr dabei seid bei der ersten Folge von Robotron, der Tech-Opera. Das wird jetzt eher so eine Einführungsfolge, in der ich kurz auf das Setting eingehe, in dem Robotron, der Tech-Opera angesiedelt ist. Wie ihr hier sehen könnt, 1968 treffen sich die CSSR, VR Polen, die DDR, VR Bulgarien und die UdSSR, um über ein einheitliches System elektronischer Rechentechnik zu verhandeln. Später kommt auch noch die Sozialistische Republik Rumänien und Kuba hinzu. Die UdSSR sind natürlich der Bestimmer, und hier sieht man die DDR jetzt ein bisschen angepisst, weil sie sich auf Peripheriegeräte in der Produktion und Entwicklung konzentrieren soll. Das heißt zum Beispiel Magnetbandspeichergeräte oder Paralleldrucker, Lochkartenleser etc. Da hat die DDR natürlich überhaupt keinen Bock drauf, weil sie schon längst elektronische Datenverarbeitungsanlagen entwickelt und produziert, zum Beispiel den R300. Die konnten sich dann aber noch in einem gesonderten Zweierabkommen einigen. 1969 haben dann alle dieses mehrseitige Regierungsabkommen unterschrieben. Und man musste sich jetzt nur noch darauf einigen, was für eine Rechnerarchitektur man nun kopiert und als Grundlage für das ESA benutzt. Man wusste ja, dass man sich um einige Jahre im Rückstand befand, gemessen am internationalen Standard. Das beste Modell seiner Zeit war der IBM 360. Er war weit verbreitet und deswegen gab es besonders viele Dokumentationen zu seiner Arbeitsweise, die natürlich auch in die Hände von Computerentwicklern bei Robotron fielen. Und es soll sogar einen echten IBM 360 bei Robotron gegeben haben, trotz Embargo-Bestimmungen, der komplett reverse engineert wurde. Und 1972 wurde dann der erste ESA-Rechner bei Robotron fertiggestellt. Also das war der erste ESA-Rechner überhaupt, das war der ES-1040. Und der ES-1040 war dann sogar mit IBM kompatibel. Wuhu! Ja. Und da stand einer der ersten Rechner des ESA und viele Menschen arbeiteten mit ihm und unter anderem auch Kollegin H., die seit 1976 als Operator 3 im Bereich E43 im Rechenzentrum des VEB Robotron, Zentrum für Forschung und Technik, arbeitet. Und hier sehen wir Kollegin H. bei der Arbeit am Lochkartenleser. Kollegin H., du hast vergessen, die Anlagenschuhe anzuziehen.